Herzlich willkommen in meinem Elternhaus in der historischen Altstadt von Wittlich. Ich bin Rainer. Ich bin Cornelia, kommt gerne mit rein. Kommt mit rein. Wir gehen jetzt eins höher. Jetzt sind wir auf der ersten Etage. Ich sag mal ein bisschen hochtrabend, unsere Bell-Etage. Und das war uns ganz, ganz wichtig, als wir entschieden haben, dass wir unser Stadthaus für uns als Alterswohnsitz zurechtmachen, dass wir hohe Decken, ein hohes und damit gutes Wohngefühl haben. Und jetzt sind wir schon hier im ehemaligen Wohnzimmer, was aber jetzt bei uns als Esszimmer genutzt wird. Besonders erwähnenswert ist der Schrank. Der stand damals schon bei meiner Schwiegermutter. Und jetzt guckt mal. Ein Original, ein Mustering-Raumwunder, garantiert aus den 60er Jahren. So sah das mal von außen aus, in diesem herrlichen Braun. Das war der Zeitgeist. Wir haben das schöne Teil bewahrt, aber so gestaltet, dass es quasi in der Wand verschwindet. Und diese Wand ist die original erste Schicht. Eine Künstlerfreundin aus Italien hat den genauso gemalt, wie die Wand ist. Da hat die wochenlang dran rumgemacht. Hier war alles zu, also bis hierhin, das ist freigelegt worden. Da war eine ganz normale Tür, haben wir offen gemacht, damit man den Blick hat und die Helligkeit. Auf der Seite der Wand haben wir bewusst die Wand auch so, ich sag mal, krumm und buckelig gelassen, um auch hier zu zeigen, wir sind in einem alten Haus, ein Haus, was über 200 Jahre alt ist. Ursprünglich war die Wand genauso wie auf der Gegenseite. Aber hier haben wir gedacht, das wird zu erdrückend, wenn wir jetzt beide Wände so lassen, wie es im Ursprung war. Es war uns wichtig, ganz viel zu bewahren. Und wenn ich dann mal oben an die Decke gucke, da sind wir wirklich kurz vor fassungslos gewesen. Als die Rauphase abgelöst wurde, kam dieses Bild zum Vorschein. Mit den Schutzengeln kann uns nichts mehr passieren. Von Freunden werden wir oft gefragt, was ist euer Lieblingsraum? Das können wir leider nicht beantworten. Wir sind sehr gerne hier in unserem Esszimmer, weil ich eine begeisterte Köchin bin und wir beide sehr gerne Leute bewirten. Also dieser Tisch ist noch ausziehbar, dann geht das von hier bis zur Tür und da sitzen die Leute. Und für mich gibt es eigentlich nichts Schöneres, als mit Freunden, mit Menschen am Tisch zu sitzen, gut zu essen und zu trinken. Das ist für mich das Schönste. Diesen Leuchter haben wir in Lissabon gefunden und habe gedacht, der ist es. Weil die Besonderheit, wenn ihr da oben seht, mit dieser farbigen Reihe von Steinen, das ist auch so ein Bordeaux-Rot. Demnach haben wir dann auch die Sessel ausgesucht, damit das zusammenpasst. Wir haben lange überlegt, was wir für eine Heizung haben wollen. Das Haus wurde früher mit reinen Ofenheizungen beheizt. Und jetzt haben wir eine Infrarotheizung. Gehen wir mal rüber in die Küche. Auf dem Weg will ich unbedingt noch was zeigen. Dieser Boden, auf dem wir hier gehen, der ist wohl zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Aber wie der Boden aussieht, das wollten wir bewusst offen lassen, denn wir wollten ja auch bewahren. Und hier oben an der Decke sieht man, wie diese Decken aussehen in diesem Haus. Dieses Spalierholz, natürlich die tragenden Hölzer aus Eiche und Lehm, Stroh. Das wurde eingepinselt mit einer besonderen Lösung. Sag's schon. Soll ich schon sagen, das war Polyvinylchloridaceton. Ganz ekliges Zeug, ganz dünnflüssig. Aber der Erfolg gab uns denn doch recht, denn es ist seitdem wirklich noch nie irgendein Bröckchen runtergerieselt.
Jetzt kommt mal rein in unsere kleine Weinstube, wie wir das nennen. Genau. Ihr seht hier, statt eines konventionellen Fliesenspiegels sind das Bretter von Weinkisten. Und es fiel uns natürlich besonders schwer. Wir mussten ja diesen ganzen Wein trinken, bevor wir die Kisten auseinandernehmen konnten. Ein bisschen was gibt es davon schon. Es ist jetzt auch besonders beschichtet, man kann es abwaschen. Hier gibt es noch so einen Ausschnitt von den 7, 8, 9, 10 Tapeten, die mal aufgeklebt wurden. Da oben in der Ecke seht ihr noch diesen ursprünglichen Kalkanstrich. Und dann kommen die verschiedenen Muster, die man jeweils schick fand. Dann hier auch überall Weinmotive, deswegen kleine Weinstube. Ganz besonderes Schmuckstück, finde ich, ist dieser Schrank. Absolut. Diese beiden Außenschränke standen vorher im Flur. In diesen wurde Staubsauger, Putzmittel und so weiter aufbewahrt. Und das in der Mitte sind alte Fenster. Ihr seht das noch am Griff. Dann gehen wir mal durch unseren Korkenvorhang auf unsere Küchenterrasse. Wir sind ja hier in einem Stadthaus, in einem kleinen Haus, aber dass es so klein ist, da wundert man sich schon. Es ist nur 4 Meter breit, allerdings ist es ungefähr 12, 13 Meter tief und das bedeutet, wir haben auf jeder Etage ungefähr 35 Quadratmeter mal 4, bedeutet, wir haben ungefähr knapp 140 Quadratmeter Wohnfläche. So, kommt mit, kommt wieder rein. Wir wollen euch natürlich alle Etagen zeigen. Und ihr seht hier, wir haben super steile Treppen. Die Treppe auch von Anbeginn im Haus, seit über 200 Jahren. Aber weil wir schon ein gewisses Alter haben, haben wir auch in diesem Haus einen Aufzug eingebaut, dass man dann auch den Aufzug nutzen kann. So, und jetzt seht ihr auch wieder diese wunderbare Wand, die unten blau war, wird jetzt plötzlich orange. Was besonders schön ist, dieses kleine Regal, was der Bruder meiner Oma mit 16 Jahren geschnitzt hat. Das war meine erste Puppe, da ist nur noch der Kopf übrig geblieben. Das sind Reiners Original-Sandaletten. Man sagt hier... Die passen jetzt noch, oder? Man sagt hier Klepperchen, weil die so klacken. Und die hat seine Mutter nie weggeworfen. Jetzt sind es Museumsstücke. Genau. Wir gehen weiter auf die Schlafzimmer- und Badezimmeretage. Und der Raum war das ehemalige Schlafzimmer von meiner Oma. Hier stand das Bett. Hier ist jetzt eine ebenerdige Dusche. Wir wollten möglichst viele Sachen erhalten, die früher im Haus waren. Das war der Waschtisch von der Oma. Und hier seht ihr, mussten ja noch von da nach hier die Wasserleitung gelegt werden. Deswegen wurde das verkleidet. Und der Schreiner hat das dann ganz geschickt unten ausgeschnitten, damit das Kästchen auch wieder dahin passt. Das untere Sandsteingesims des Fensters, was auch nach innen noch erhalten geblieben ist. Kältebrücke. Das ist energetisch nicht ganz sauber, vielleicht eine Kältebrücke, aber den Kompromiss sind wir gerne eingegangen. Es ist einfach wunderschön, das zu sehen, dieses schöne alte Original-Sandsteingesims. Man kann hier wunderbar sehen, wie schief das Haus ist. Also der Schreiner hat da Bestarbeit geleistet. Noch ein bisschen was zu den Beschlägen. Die sind auch aus dieser Zeit, die habe ich allerdings aus meiner früheren Wohnung in Köln mitgebracht, aus dem Altbau.
und hatte dann noch 2 übrig. Das sind jetzt Garderobenhaken. Jetzt gehen wir weiter ins Schlafzimmer. Jetzt gehen wir ins Schlafzimmer von grün nach rot. Da es ja ein kleines Haus ist, haben wir jeden Zentimeter ausgenutzt und somit auch einen sehr großen Kleiderschrank geschaffen. Hier etwas ganz Besonderes, nämlich den Frühstückstisch. Die Matratzen können hochgeklappt werden. Dieser Raum war immer das Schlafzimmer, auch das Schlafzimmer von meinen Eltern. Jetzt ist es unser Schlafzimmer, aber wir wollten ja jetzt mal endlich in den Laden fahren. So, jetzt sind wir im Erdgeschoss in unserem ehemaligen Laden. War ein klassischer Tante-Emma-Laden, ein Vollsortiment. Meine Eltern haben den gemeinsam geführt. Der Laden war schon Bestandteil des ganzen Familienlebens. Im hinteren Bereich gab es einen kleinen Aufenthaltsraum und hier im vorderen Bereich wurden die Kunden bedient. Jetzt nutzen wir diesen Bereich einerseits als Arbeitszimmer, aber auch als Besucherzimmer. Und natürlich, wenn hier übernachtet wird, bringen die Leute meistens noch irgendwas an Gepäck, an Ausstattung mit, weil sie hier meist auch 1 oder 2 Tage bleiben wollen. Wir sehen uns später. Und ich darf zu Fuß gehen, toll. Dann kommt mit. Wir bezeichnen das nach wie vor als Speicher. Heute könnte man sagen, das ist unser Loft. So, wir gehen zuerst mal in diese Ecke jetzt hier, unsere Abhängecke. Fernseh gucken, was lesen, da machen wir es uns gemütlich. Wir trinken sehr viel Wasser und damit man dann nicht jedes Mal runterlaufen muss, ist hier eine Zapfstelle entstanden. Wir haben nicht nur unten im Esszimmer unsere Schutzengel, sondern auch hier. Dieser kleine Engel stand im Garten und ist durchgerostet. Und irgendwann kam mir die Idee, der könnte genau in dieses Loch passen. Das Loch gab es schon und ich ging morgens hin und setzte den Kopf rein und es passt perfekt. Diese Dame bin ich, beziehungsweise mein Umriss. War früher ein alter Kamin, es war so ganz, ganz schwarz. Und als wir das Haus damals so besichtigt haben, habe ich direkt gesagt, das wird schön verputzt und weiß gestrichen und da komme ich rein. Jetzt gleich betreten wir mein ehemaliges Kinderzimmer. Wir haben diese Balken, Stümpfe bewusst stehen gelassen. Und das war die eingezogene Decke. Und die Balken gingen hier an dieser Wand wieder in den Wandbereich und so war die Decke abgehangen. Und hier war Kinderzimmer von mir und von meinem Bruder, ein reines Schlafzimmer. Im Sommer war es extrem heiß, weil nicht gedämmt. Im Winter war es unwahrscheinlich kalt, da konnte man hier nur übernachten, wenn man von der Mutter die Wärmeflasche mitbekommen hat. Jetzt gehen wir raus, da hat man einen herrlichen Blick über die Dächer von Wittlich. Und natürlich zum Wein, da drüben der Weinberg. Aber es ist natürlich auch ein Wohlfühlplatz. Wichtig ist, wir haben nie, auch zwischendurch, nie gedacht, wir hören auf, wir lassen das jetzt mal, sondern wir haben immer gedacht, das kriegen wir irgendwie auch gewuppt und so war es auch.
freuen uns jeden Tag über die gelungene Renovierung, Restaurierung dieses doch alten Gebäudes, das wir zu neuem Leben erweckt haben. Rainers Mutter ist bestimmt irgendwo da oben und freut sich auch jeden Tag über das, was wir geschafft haben. Über 3 Jahre hat es gedauert, aber letzten Endes ist das Ergebnis so großartig, dass wir nur sagen, wir sind froh und glücklich und zufrieden, dass wir das machen durften und dass wir das so gut umgesetzt haben. Das war die Roomtour durch unser schönes Stadthaus. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so wie es uns auch gefällt. Wenn ihr noch weitere Objekte dieser Art sehen möchtet, klickt bitte hier oder hier. Und abonniert den Kanal. Tschüss!